Dies ist ein Vortrag, den ich gehalten habe auf der Veranstaltung zur Eröffnung des Wissenschaftsjahrs 2025/2026 mit dem Titel Zukunft unter Spannung, Energie, KI und wir in der Stadt von morgen. Was passiert, wenn Energie, künstliche Intelligenz und unsere Region im Wandel zusammentreffen? Das Ganze fand statt im großen Hörsaal auf dem Campus Görlitz der Hochschule Zittau-Görlitz. Eine kleine Anmerkung, bevor ich starte. Es geht ja hier in dem Vortrag eben um Zukunft unter Spannung. Deswegen habe ich hier so kleine Symbole eingefügt, die ihr hier in Orange sehen könnt, die andeuten, wann immer es sich um ein Thema handelt, was noch gewisse Herausforderungen birgt oder wo es Dinge zusammenzubringen geht, die gar nicht so offensichtlich zusammenpassen. Also immer, wenn irgendwie was unter Spannung steht. Viel Spaß! What is so exciting about AI? Was ist so spannend am Thema KI? Das ist etwas, was Sam Altman gefragt wurde, als er im Februar 25 auf einer Podiumsdiskussion bei uns an der TU Berlin saß. Was er gesagt hat, und man kann jetzt von Sam Altman und OpenAI halten, was man will, hat mich doch zum Nachdenken angeregt. Er sagte, we can accelerate scientific discovery. We can do 10 years of science in only 1 year. Und wenn man das sich mal überlegt, was das bedeutet, wir können in Zukunft die Erkenntnisse aus der Wissenschaft von 10 Jahren in nur einem Jahr erreichen, dann wäre das, wenn man das hoch multipliziert, also in 10 Jahren wären wir so viel weiter wie in den letzten 100 Jahren, also von 1925 bis heute. Und das wäre ja schon mal was, selbst wenn wir nur einen Faktor 5 generieren könnten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das möglich und ist das überhaupt möglich? Also, kann KI eine solche Beschleunigung in den wissenschaftlichen Errungenschaften eigentlich schaffen? Vielleicht. Schauen wir uns mal die bisherigen Fortschritte von den sogenannten großen Sprachmodellen, den Large Language Models an. Denn darauf bezog sich ja die Aussage von Sam Altman. Hier sehen wir, dass in nur 5 Jahren dieses Thema von der Grundlagenforschung bis hin zu einem Tool sich entwickelt hat, das im Alltag der meisten Menschen bereits angekommen ist. Wir sehen hier die verschiedenen Abschnitte und in 2018 sehen wir noch die Grundlagenforschung und der ersten großen Sprachmodelle, aber schon der Aufbruch mit den ersten Anwendungen von Chatbots in 2019 brachte einen enormen Fortschritt. 2020 bis 2022 ging das ganze Thema in die Skalierung. Es gab erste API-Zugänge für breite Tests und das endete dann 2022 in dem Kipppunkt, wenn als ChatGPT veröffentlicht wurde. Es gab einen massiven Nutzeranstieg und die Large Language Models wurden greifbar für Millionen von Menschen. In den letzten Jahren, 23 bis 24, sehen wir, dass diese Large Language Models und generativen KI-Systeme Einzug fanden in unsere alltägliche Arbeit im Rahmen von Office-Tools, Betriebssystemen, aber auch Suchmaschinen. Und überall kommen Assistenzsysteme wie zum Beispiel GitHub Copilot oder der Microsoft Copilot in unser Leben. Man sieht auch anhand der vielen kleinen Icons, die ich hier und Logos, die ich eingetragen habe, dass 22 es dann auch losging, dass eigentlich alle großen Tech-Konzerne ihr eigenes großes Sprachmodell entwickeln und nun in harter Konkurrenz zueinander stehen, was welches Modell kann. Doch wie sieht jetzt die Zukunft aus? Was ist in 2025 passiert? Was passiert noch? Und wie können wir uns die Entwicklung weiter vorstellen? Vorher möchte ich allerdings noch einmal beleuchten, wie Menschen in meiner Umgebung, meine Kolleginnen und meine Studierenden und Schüler eigentlich KI wahrnehmen, gerade im letzten Jahr. Wer von Ihnen hat schon mal KI benutzt? Wer von euch hat schon mal ein Modell wie ChatGPT benutzt? Mittlerweile werden das wohl die Mehrheit sein. Und hattet ihr schon mal euren Magic Moment? Der Magic Moment beschreibt für mich das, wenn man seine Skepsis überwunden hat und sich mit einem Sprachmodell auseinandergesetzt hat, mal bei ChatGPT was eingegeben hat und dann merkt, eine besondere Anwendung, die mich sonst vorher Tage gekostet hat, kriege ich nun in wenigen Minuten hin. Und das fühlt sich dann so ein bisschen an wie Magie.
Gefolgt davon ist dann natürlich, dass man denkt, ich benutze das jetzt öfter, ich sehe dann auch nach und nach, dass es ein paar Grenzen gibt, dass es Bias gibt, dass es Fehler gibt. Ich entwickle zwar ein gewisses Vertrauen, aber ich sehe auch langsam immer mehr und mehr die Grenzen von diesem Tool. Und vielleicht, und das sehe ich bei einigen Kollegen vor allem, auch ein bisschen Scham zuzugeben, dass man für den einen oder anderen Textbaustein oder der einen oder anderen E-Mail dann auch mal eine ChatGPT-Version genutzt hat. Das Ganze ist dann gefolgt von so einer Art Gewöhnung. Es wird zum Alltagstool. Ich schreibe vielleicht nur noch meine E-Mails mit ChatGPT und es gibt weniger Staunen, weil es einfach in Richtung Pragmatismus geht. Ich benutze das Ganze und merke dann aber auch recht schnell, das stößt alles wirklich an seine Grenzen und wieso kann das dieses und jenes noch nicht? Wieso können die Apps in meinem Handy auch nicht alle KI verwenden in der Form, wie ich das von ChatGPT kenne und so weiter. Und am Ende müssen wir dann alle eigentlich eine gewisse Haltung finden und reflektieren, was ist mit KI sinnvoll, was ist möglich und was ist einfach noch nicht möglich und wo macht es einfach keinen Sinn. Und wie steht es eigentlich mit anderen Faktoren wie Sicherheit, ethische Prinzipien und auch Transparenz? Was passiert da eigentlich in diesen Sprachmodellen und was passiert zum Beispiel mit meinen oder anderen Daten? Das Ganze erinnert so ein bisschen, finde ich, an das Prinzip des Gartner Hype Cycles, in dem wir auch verschiedene Phasen haben, von einem Innovationsauslöser, in dem eine neue Technologie auf den Markt kommt, dann erwarten plötzlich alle Enormes von dieser Technologie und man kommt auf diesen Gipfel, der wird dann gefolgt von einer Desillusionierung, dass doch nicht alles möglich ist, was man denkt. Und am Ende kommt man so auf einen Pfad der Erleuchtung hin zu einer Produktivität, wo man weiß, okay, was passiert, was ist jetzt möglich mit KI oder mit der neuen Technologie und was einfach nicht. Schauen wir uns mal an, wo einige der KI-Methodiken auf dem Hype-Cycle eingeordnet sind. Das ist natürlich besonders spannend, was hier auf dem Gipfel der überzogenen Erwartungen passiert. Da steht 2024 das AI Engineering. Das bedeutet, jeder glaubt, dass in einer ingenieurwissenschaftlichen Anwendung bestimmt alles ein bisschen besser wäre, wenn man KI einbinden würde. Man sieht auch, die AI Foundation Models, das sind diese großen Sprachmodelle, sind schon auf dem absteigenden Ast. Man sieht, nicht alles wird durch die Foundation Models gelöst und wir müssen gucken, welche Anwendungen hier sinnvoll sind. Andere Dinge wie die Intelligent Application, also die Einbindung von smarten Methoden, die noch auf klassischer KI basieren, Stichworte maschinelles Lernen, neuronale Netze, Reinforcement Learning, sind gerade schon dabei, ihre produktiven Anwendungen zu bauen. So, wo sollten jetzt eigentlich Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen ein Augenmerk drauf legen? Nun ja, zunächst sollten wir uns von dem Hype nicht anstecken lassen und wir sollten möglichst schnell dahin kommen, dass wir die Methoden für sinnvolle und auch praxisnahe Anwendungen nutzen können. Dass man schnell mit den verschiedensten neuen Innovationen in das Plateau der Produktivität gerät. Und natürlich ist es auch spannend, sich die Innovationsauslöser anzugucken, nämlich da, wo man vor dem Hype ist. Stichwort Multi-Agenten-Systeme. Die werden erst in den nächsten 5 bis 10 Jahren in die Produktivität kommen und damit vielleicht ein schönes Thema für einen öffentlichen Antrag. Nun aber mal zum Thema Energie. Die meisten wissen ja sicherlich, dass wir vor einer schnellen Transformation stehen des Energiesystems und die aber vielschichtig ist und eine vernetzte Infrastruktur darstellt. So wie ich auf meinen anderen Videos immer betone, ist es nicht nur das Thema Strom, das wir im Augenmerk haben müssen, sondern auch die anderen Netze und Energieinfrastrukturen, nämlich die Wärmenetze, die Wärmeerzeuger und die Wärmespeicher, genauso wie die Gas- und Wasserstofferzeuger, Verbraucher und Speicher. Vor allem, wie sich all diese Infrastrukturen in der Zukunft entwickeln werden. Und das Ganze steht natürlich immer vor den großen Herausforderungen der Versorgungssicherheit, der Nachhaltigkeit und der Wirtschaftlichkeit. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an von dem Nutzen von sogenannter klassischer KI und maschinellem Lernen, hier mal in Stromnetzen. In der Studie wird gezeigt, wo sich derzeit diese Anwendungen lohnen und wo sie sinnvoll sind. Zum Beispiel sehen wir Energieprognosen sowohl von Solar- und Windenergie für den nächsten Tag, aber das Ganze gilt natürlich auch für Energiemarktprognosen, wenn es um Preise geht.
Auf der anderen Seite kann man Reinforcement Learning für die dynamische Steuerung nehmen, Stichwort Lastmanagement, oder auch ein sehr wichtiges und an ganz vielen Energiesystemen bereits erprobtes Thema, nämlich das Predictive Maintenance. Also man sagt vorher, wann es Störungen geben wird, um diese rechtzeitig zu beheben. Was allen diesen Anwendungen gemein ist, dass wir viele, viele Daten brauchen, und zwar hauptsächlich auch numerische Daten verwenden, die dann analysiert werden, mit denen dann neuronale Netze trainiert werden, um hier Methoden zu entwickeln, um die Anwendungen umzusetzen. Hier mal eine Studie von 2024 zum Thema Nutzung von generativer KI im Energiesektor. Da sieht man eigentlich schon auf den ersten Blick ganz andere Anwendungsfälle. Wir reden hier von Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, gerade im Bereich der Copyrights. Wir erstellen Bilder und Videos und haben dann die Nutzungsrechte und an den Bildern. Wir sehen Wissensmanagement, auch Onboarding. Man kann mit Wissensdatenbanken, auch Retrieval Augmented Generation, das Wissen einer Firma, eines Unternehmens sehr schnell auch an neue Mitarbeitende weitergeben. Auf der anderen Seite haben wir auch Wissensvermittlung und Energiekompetenz. In der Studie wird ein Energy System Professor erwähnt, der dann eben komplexe Energiethemen verständlich auch für Bürgerinnen und Bürger, aber auch Mitarbeitende und andere Menschen aufbereiten könnte. Das ist schon der erste Hinweis darauf, dass es sich hier weniger um Datenanalysen geht und Methoden in der Mathematik, die uns helfen, neue Anwendungen zu finden, sondern sehr viel mehr um Kommunikation und um Wissensvermittlung. Und das, finde ich, ist ein sehr wichtiger Punkt. Auf der Seite der Herausforderungen bei der Nutzung von KI, auch aus den Studien, die ich eben genannt habe, sind dabei natürlich, egal bei welcher Nutzung, immer die Datenabhängigkeit ein Hauptthema. Wir brauchen natürlich trotzdem Daten, auch wenn es textbasierte Daten sind. Wir brauchen Wissen und Informationen und die sollten eine gewisse Qualität haben. Auf der anderen Seite, und das ist diesem Blackbox-Charakter der KI geschuldet, gibt es zwei verschiedene Verhalten, die sich eigentlich entgegensetzen, aber die man immer wieder beide sieht. Einmal fehlendes Verständnis und Vertrauen, weil man nicht weiß, was passiert in der KI. Oder auf der anderen Seite einfach zu viel Vertrauen. Man denkt, ach, das, was da drin steht, was da rauskommt, ist sicherlich richtig. Nicht zuletzt sind auch noch regulatorische Herausforderungen, gesetzliche Anforderungen und natürlich die Sicherheit. Hier die Cybersicherheit ein Ding, wenn wir über Digitalisierung reden. In den generativen KI-Anwendungen haben wir auch noch zwei weitere Aspekte, nämlich einmal den Energieverbrauch. Durch die breite Nutzung von zum Beispiel Modellen wie ChatGPT und auch durch das Training der großen Sprachmodelle ist das ganze Thema sehr energieintensiv. Und auf der anderen Seite nochmal die Akzeptanz. Und zwar sowohl in Unternehmen von Mitarbeitenden, die natürlich auch Angst haben vor dieser Automatisierung. Vielleicht haben sie auch Angst, ihre eigene Kompetenz zu verlieren, wenn sie zu viel ChatGPT benutzen. Und auf der anderen Seite das Vertrauen in der Gesellschaft. Und dort fehlt die Akzeptanz der neuen Technologien. Hier ein kleines Beispiel von einer Studie, die letzte Woche rausgebracht wurde. Sie heißt Saxony-Anhalt is the worst. Und es geht um Bias in Sprachmodellen, in dem Fall Bias towards German Federal States in Large Language Models. Getestet wurden verschiedene Large Language Models. Hier habe ich nur mal den Ausschnitt gezeigt von GPT-4 und GPT-4 in Deutsch. Und die Frage, und das sieht man unten bei dem Prompt, ist, gib uns für eine Region in Deutschland an, welchen Wert du siehst für eine bestimmte Kompetenz. Hier zum Beispiel habe ich rausgesucht Intelligenz. Und dann hat er für die verschiedenen Regionen einen Wert genannt für Intelligenz, basierend auf dem, was das Large Language Model ebenso gelernt hat. Und das wurde einmal in Englisch gefragt und einmal in Deutsch. Wir sehen einen leichten Bias der englischen Ergebnisse. Also wir sehen erstmal, die blauen sind die kleinen Werte, also wenig Intelligenz, und die orange-roten sind viel Intelligenz und hohe Werte. Wir sehen grundsätzlich so eine leichte Tendenz, Südwest scheint intelligenter wahrgenommen zu werden von den Large Language Models als Nordost, bis auf so ein paar Ausnahmen, zum Beispiel das Saarland und Berlin und Hamburg. In Deutschland
deutschen Prompt ist es so, dass es eher so eine Nord-Süd-Verteilung gibt in Sachen Large Language Models und Intelligenz unserer Bundesländer. Es wurden auch natürlich negative Eigenschaften abgefragt, sowie Engstirnigkeit. Da sehen wir hier auch in dem englischen Prompt eine Tendenz zu Bundesländern, die sehr engstirnig sind, hier in Rot, und weniger engstirnig in Blau. Und jetzt könnte man fragen, naja, vielleicht ist da ja was dran, wenn wir alle Daten, die im Internet zur Verfügung stehen, die jetzt in so einem GPT drinstecken, nutzen. Aber das Ganze wird ziemlich klar, dass es sich wirklich um Vorteile handelt, wenn wir uns nämlich nach der Körpertemperatur fragen. Und hier der GPT-4 Englisch, und das ist hier nur ein kleiner Ausschnitt, also eine Runde hat es geschafft zu sagen, nein, alle Menschen haben die gleiche Körpertemperatur im Schnitt, während aber andere Ergebnisse zeigen, wie hier auf der rechten Seite, dass doch der Südwesten als wärmer wahrgenommen wird als der Nordosten. Wir sehen also, wir müssen sehr aufpassen, es gibt einen Bias basierend auf dem Bias der Inputdaten. Nun bleibt die Frage, warum wir aber trotzdem weiter auf KI setzen sollten. Und ich komme nun aus der Energiemodellierung und der Simulation und da sehe ich vor allem 3 wichtige Aspekte. Das erste ist die Schnelligkeit von Modellen. Bisher oder mittlerweile ist die Fragestellung im Energiesystem, vor allem wenn es um sektorgekoppelte und übergreifende Fragen geht, ist doch sehr komplex geworden. Es gibt viele Modelle, die sehr groß sind, sehr schwierig zu handhaben und die auch sehr lange brauchen. Manchmal gibt es ganze Modellketten, wo es Monate dauern kann, bis wir ein Ergebnis haben. Wenn wir das alles in eine KI trainieren würden, würden wir schnellere Ergebnisse bekommen. Natürlich nicht so präzise und genaue und gute Ergebnisse, aber es wäre viel schneller. Und dieses schneller bezieht sich dann auch auf die Einsparung von Personalkosten und generell Budget, um diese Ergebnisse zu bekommen. Und auf der anderen Seite können diese trainierten Modelle aber auch auf kleinerer und einfacherer Hardware laufen, was natürlich auch bei einer Multiplikation dieser Modelle zu geringeren Investitionen und Betriebskosten führen würde. Ein dritter und der hier schon angesprochene wichtigste Aspekt für mich ist, dass aber diese Benutzeroberflächen, diese Chatbots uns eine sehr einfache und intuitive Weise bieten, mit KI und auch mit dem, was dahinter steht, nämlich mit komplexen Modellen und Simulationen zu interagieren. Benutzerfreundlichkeit ist hier das Thema. Wenn wir dieses aber nun entwickeln wollen in der Forschung, habe ich in den letzten Monaten und auch 1-2 Jahren gesehen, dass wir in der Forschung langsamer sind als der Fortschritt. Mittlerweile ist es so, dass nicht die beste Technologie, das beste Modell, die beste Simulationsumgebung gewinnt, sondern die, die am schnellsten einsetzbar ist. Das heißt, das ist vielleicht auch ein Punkt, mit dem wir in der Wissenschaft nochmal umgehen lernen sollten. Ein Projekt, das ich vor 12 Monaten gemacht habe, das State of the Art war mit einem Chatbot, ist heute schon total überholt und eigentlich die Funktion schon so verbreitet, dass sie jeder nutzen kann. Langfristige Entwicklungsschritte, aber eben auch Projektanträge, die über Jahre dauern, sind eigentlich nur sinnvoll, wenn man sie regelmäßig dann anpasst an den neuesten Entwicklungen. Das heißt generell, wir bauen eigentlich immer mit überholtem Werkzeug, wenn wir ein großes Sprachmodell oder eine KI einsetzen. Wir sind sozusagen schon in der rückwärtsgewandten Planung unterwegs. Das heißt, wir müssen eigentlich modularer, anpassungsfähiger und schneller implementieren und arbeiten. Das heißt, 5-Jahres-Großprojekte müssen sich eigentlich ständig anpassen und können nicht mehr wie am Anfang geplant umgesetzt werden. Und wir müssen darauf achten, dass wir Modelle weiter trainierbar machen und auch kombinierbar mit unserer Software und mit unseren Modellen. Das Thema AI Readiness finde ich an der Stelle auch sehr spannend. Was genau heißt jetzt AI Ready? Und so ganz ist das noch nicht definiert. Zumindest habe ich noch keine perfekte Definition davon gesehen. Aber was ich mir vorstelle, ist, dass AI Ready heißt nicht, dass unsere Modellierungen und Tools schon KI benutzen, sondern dass sie dafür vorbereitet sind und dass verschiedene KI-Modelle sie benutzen können. Wie kann das aussehen? Zunächst mal müssen wir uns um die Daten kümmern.
Wir brauchen ganz klare, standardisierte Schnittstellen zu unseren Daten. Die Daten müssen jetzt noch mehr als früher auffindbar, maschinenlesbar und verknüpfbar sein. Und die Daten müssen auch so abgelegt werden in einem Datenformat, dass sie auch in der Echtzeitnutzung machbar sind. Dass wir in Echtzeit darauf zugreifen können und in Echtzeit Ergebnisse bekommen. Dann ist es wichtig, dass wir eine modulare Systemarchitektur haben, dass wir zum Beispiel eine Kernfunktion haben und außenrum Erweiterungen, sodass wir da immer wieder neue Module andocken können. Trainingszyklen sind auch ganz wichtig. Wir haben Tools, die können synthetische Daten erzeugen und damit KI und neuronale Netze trainieren, aber nur, wenn sie dafür auch entwickelt wurden und ausgelegt sind, Millionen Durchläufe zu machen und große Datenmengen hervorzubringen und die dann in Datenbanken abzulegen. Und nicht als letztes, aber doch als wichtige Anwendung eben die Schnittstellen für intelligente Agenten. Es gibt immer mehr Software, die von KI-Agenten angesteuert wird, genutzt wird. Schnittstellen werden entwickelt und dabei rede ich auch von E-Mail-Programmen und Software, die wir auf unserem Rechner haben. Und das Gleiche kann man übertragen auf unsere Forschungssoftware und Modellierung. Wir können am Ende, wenn wir es richtig anstellen, unsere Software so aufbereiten, dass KI-Agenten zugreifen können und selber Modellierungen durchführen. Wieso ist denn das jetzt wichtig, dass KI-Agenten unsere Modelle benutzen können? Nun ist es so, dass am Ende nicht wir als Wissenschaftler in der angewandten Forschung, aus der ich komme, unsere Modelle und Simulationsergebnisse benötigen, aber die Akteure in der Energieversorgung. Diese enormen Datenmengen und die vernetzten Systeme machen es problematisch für die Akteure, wirklich ihre Entscheidungsfindung gut zu machen. Und diese Entscheidungsfindung findet eigentlich immer unter Unsicherheit statt. Diese Akteure sind auch ganz unterschiedlich. Da gibt es die Verteilnetzbetreiber im Strom und Gas. Wir haben Übertragungsnetzbetreiber Strom, die sich mit anderen Sparten wie zum Beispiel dem Wasserstoffübertragungsnetz oder dem Fernleitungsgasnetz absprechen müssen. Kleine Stadtwerke, die Tools einsetzen müssen, um ihre Mehrspartenplanung durchzuführen. Die Kommunen, Städte und Politik, die Klimapläne und kommunale Wärmepläne erstellen müssen. Und nicht zuletzt, und das nur beispielhaft hier, die Komponentenhersteller aus der Wirtschaft, die natürlich gerne Anlagenspezifikationen bräuchten, um zu wissen, was müssen denn ihre Wärmepumpen, ihre Elektrolyseure, ihre Batteriespeicher in Zukunft alles können. Und das Ganze ist keine leichte Sache mehr. Und bisher ist es so, dass diese Akteure auf Experten zugehen, die dann Studien erstellen, die dann ihre Tools benutzen, die dann ihre Simulationsumgebungen nehmen und daraus eine Studie erstellen und das als PDF an diese Akteure übergeben. Und in den meisten Fällen, seien wir ehrlich, sobald diese Studie übergeben wurde, haben sich die Randbedingungen wieder geändert und eigentlich müssten wir die nächste Studie anschließen. Also ist die Frage, gibt es eine Möglichkeit, diese Akteure selbst zu befähigen, sich Wissen anzueignen, um entscheidungsfähig zu sein, auch unter veränderten Rahmenbedingungen. Und da gibt es gute Beispiele, wo sich die KI derzeit schon hinentwickelt. Neben ChatGPT gibt es eben auch andere Co-Piloten, Chatbots und KI-Agenten-basierte Systeme. GitHub Copilot ist da nur ein Beispiel, das Sie vielleicht kennen. Oder jetzt auch auch SAP arbeitet gerade an einem Co-Piloten namens Joule. Das wird uns dann auch in unserem alltäglichen Leben die Arbeit viel leichter machen. Und warum nicht auch, wie es hier dargestellt ist, in einem Paper von Benjamin Kropowski, auch einen KI-Assistenten für die Energiewirtschaft bereitstellen. Und das ist jetzt hier ein Beispiel für die Leitwarte, also für den Betrieb von Energieinfrastrukturen. Aber es kann auch schon viel früher anfangen, nämlich in der Planung der Energieinfrastrukturen. Denn auch schon in der Planung sind die Werkzeuge derzeit schon hinreichend komplex, dass man sie nicht so einfach verstehen oder nutzen kann. Hier ist ein Beispiel. Ein Open-Source-Tool, an dem ich schon seit Jahren arbeite, das heißt PandaPipes. Es ermöglicht integrierte Netzsimulation und Netzplanung. Wir haben PandaPipes für die Wärmenetze und die Gasnetze, also eine Rohrnetzsoftware, und PandaPower, das sich mit den Stromnetzen und der Simulation der Stromnetze beschäftigt. Zusammengenommen kann man damit ganze Energiesysteme in Städten modellieren.
Nun haben wir viel Arbeit reingesteckt in diese Python-Module, in diese Tools. Und ich möchte gerne, dass natürlich viele Leute diese Tools nutzen und dass denen zugutekommt. Jetzt ist es so, hier ist dargestellt, was ich schon alles versucht habe und immer noch versuche, damit viele Menschen diese Werkzeuge nutzen. Wir haben hier eine Homepage von PandaPipes aufgebaut. Es gibt GitHub-Repos, Repositories, wo wir den Software-Code zur Verfügung stellen. Dort kann man auch Tutorials abrufen. Ich habe einen YouTube-Kanal gebaut und es gibt auch noch einen weiteren YouTube-Kanal für PandaPower, den ihr vielleicht kennt, in dem Tutorials, auch Anfänger-Tutorials abrufbar sind. In meinen Hochschulvorlesungen, und das könnt ihr hier auf YouTube noch in den anderen Videos sehen, erkläre ich, wie man PandaPipes und PandaPower benutzt. Und es gibt sogar ein Startup von meinem Kollegen RetoFlow, der Oberflächen baut, damit Unternehmen auch diese Software benutzen können. Jetzt muss ich sagen, ist PandaPower und PandaPipes natürlich schön, aber wenn man das hier anschaut, wenn man zum Beispiel von der Quartiersplanung bis zur kommunalen Wärmeplanung denkt oder darüber hinaus, sind diese beiden Tools natürlich nur einige Tools von vielen, die man benötigt. Die Tendenz geht Richtung ganze Software-Ökosysteme, wo man von Szenarien, Bedarfen, Potenzialen, Optimierungen alles in einzelnen kleinen Modulen und Softwarepaketen berechnen kann. Also jeder dieser U-Bahn-Haltestellen ist quasi ein Tool, was man nacheinander durchführen muss, um zum Ergebnis zu kommen. Und da kann man sagen, ist es wirklich schon sehr kompliziert. Die Frage ist aber nun, muss sich nun jeder Planer, jede Planerin einfach mit diesen Tools komplett auseinandersetzen und muss es kennen? Und da ist meine Idee, dass wir das mit KI lösen. Die KI kann ein Brückenschlag zur breiten Nutzung von komplizierten Modellierungen und Simulationen und der Digitalisierung in der Energiewirtschaft sein. Wie kann sowas aussehen? Hier ist zum Beispiel dargestellt, wie ein Kollege etwas wissen will, was, wie, warum. Zum Beispiel möchte er wissen, wie er das Quartier umbauen möchte Richtung erneuerbare Wärmeversorgung. Was macht er, was hat er für Möglichkeiten, was müsste er alles können? Also er kann natürlich erstmal ein Large Language Model fragen, das ist aber nicht besonders qualifiziert dafür und kann nur allgemeine Hilfe leisten. Dann kann er in öffentlichen Daten nachgucken und da sind hier so ein paar Energieportale genannt, Energieportal Sachsen, Energieportal Brandenburg. Dann gibt es das Wärmekataster Brandenburg. Hier nochmal, was ist eigentlich mit dem Wärmekataster Sachsen? Habe ich noch nicht gefunden. Bräuchten wir da eins. Dann gibt es aber auch die Firmendatenbank von dem Kollegen, wo er mal reingucken sollte, wenn er weiß, wie das geht. Oder auch Expertenwissen seiner Kollegen, die er zu Rate ziehen sollte. Und natürlich Tools, die vielleicht von Drittanbietern, Forschungseinrichtungen an ihn herangetragen werden. Und wenn das alles nicht ausreicht, muss er vielleicht sogar noch ein bisschen selber coden können, um die fehlenden Rechnungen machen zu können. Das ist natürlich alles sehr schwierig. Dieser Kollege muss sehr gut in verschiedensten Dingen ausgebildet sein. Und bei dem Fachkräftemangel können wir nicht hoffen, dass er für all diese einzelnen Punkte eine Fachkraft hat, die sich damit auskennt. Wie könnte das nun in einer KI-Welt aussehen? In einer KI-Welt würde der Kollege einfach fragen, hey, wie, was, warum, was ist mit dem Quartier XY, welche Wärmepumpen oder Wärmenetze braucht denn dieses Quartier? Und dann fragt das Large Language Model nochmal, welches Quartier genau meinst du und was brauchst du denn genau? Möchtest du das als PowerPoint haben, die Ergebnisse, brauchst du einen Plot oder brauchst du nur eine allgemeine Aussage? Und mit diesen Zusatzinfos wird das Large Language Model sich dann an die Agenten wenden. Und da gibt es zum Beispiel den Orchestrator-Agenten, der sich um alles kümmert und versucht, diese Frage mit seinen anderen Kollegen-Agenten zu beantworten. Zum Beispiel würde der dann den Public Data Agenten fragen, was steht denn alles in deinen Datenbanken und was können wir denn daraus schon schließen? Dann wird das ergänzt mit den Datenbanken der Firma über den Retrieval-Agenten, der dann eben in die firmeninternen Datenbanken reinschauen kann. Dann vielleicht noch den Text-Mining-Agenten, der eben textbasiertes Wissen aus der Firma und von den Kollegen, die das dort abgelegt haben, einsehen kann. Wenn das noch nicht ausreichend ist, wird der Tool-Using-Agent gefragt, kannst du uns das mal eben berechnen, bitte? Und wenn der dann sagt, ich habe aber die Software dafür nicht, dann kommt der Coding-Agent und generiert oder ändert nochmal ein bisschen von der Software. Das heißt, all diese Leute sind keine Leute mehr, sondern KI-Agenten, die hier dem Kollegen helfen, seine Frage zu beantworten.
Das heißt, in Zukunft haben wir nicht nur einen Werkzeugkasten, der hier verschiedene Werkzeuge anbietet, mit denen wir umgehen können müssen, sondern wir haben eine ganze Werkstatt mit einem Team dahinter, wo einfach nur eine Ansprechperson, ein Large Language Model zur Verfügung steht und fragt, was darf ich denn für Sie vorbereiten? Das heißt aber trotzdem, dass die Experten und Nutzer natürlich im Lead bleiben, aber sie müssen nicht mehr jedes Tool bedienen, sondern das KI-System organisiert, unterstützt und schlägt vor, sodass die Menschen Zeit haben, das zu tun, was sie tun sollten, nämlich gute Entscheidungen zu treffen für eine nachhaltige Zukunft. Und zu guter Letzt möchte ich noch einen einzigen kleinen Punkt aufwerfen, der mir wichtig ist, nämlich die Nutzeranpassung selbst. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal versucht haben, aber ChatGPT und jeder Chatbot ist in der Lage, spezifisch zu antworten, wenn er weiß, wer Sie sind oder aus welcher Rolle heraus er reden soll. Wenn man fragt, was ist ein Wärmenetz und sagt, ich bin ein 5-jähriges Kind und heiße Paul und was ist ein Wärmenetz, dann kommt zum Beispiel diese Antwort hier. Stell dir vor, du hast zu Hause eine heiße Teekanne und möchtest, dass alle Häuser in der Nachbarschaft warmen Tee bekommen. Aber nicht jedes Haus soll selbst Wasser kochen müssen. Deshalb legst du gut isolierte Rohre wie Strohhalme, durch die das Wasser von der Teekanne fließen kann. Hier gibt es also einen anderen Erklärmechanismus als zum Beispiel, wenn wir eine andere Person mit einem anderen Vorwissen angeben. Wenn man sagt, ich bin Elektrotechniker und kümmere mich hauptsächlich um Stromnetze, ist die Erklärung, was ist ein Wärmenetz, ganz anders. Er sagt, ein Wärmenetz ist das thermische Gegenstück zum Stromnetz und fängt an, die Energieträger vom Stromnetz mit den Wärmenetz-Energieträgern zu vergleichen, sodass der Elektroingenieur mit Stromnetzerfahrung sehr einfach versteht auf Basis von dem, was er weiß, was ein Wärmenetz eigentlich ist. Und wenn man dann sagt, ich bin Ingenieur und habe Ahnung von allem, bitte gib mir die Details, soweit du sie kennst, dann kriegt er gleich hier eine Zeichnung von einem Wärmenetz mit Vorlauf und Rücklauf und Übergabestation und auf der anderen Seite jede kleine Gleichung zum Thema Massenstrom, Volumenstrom und hydraulischen Pumpen. Mein Punkt ist also, dass die Nutzerschnittstelle uns nicht nur eröffnen wird, komplexe Simulationen, Modellierungen und Datenbankabfragen im Hintergrund zu triggern, sondern auch, dass sie personalisiert auf uns eingehen kann. Die Werkzeuge passen sich den Menschen an und nicht umgekehrt. Es gibt leicht verständliche Texte, Visualisierungen, es gibt rollenspezifische Ansichten und es wird auch personalisierte Lerninhalte geben. Wie sieht also die Zukunft aus? Was erwarten wir denn hier in 2025? Und was wir sehen ist, dass die Large Language Models und die generative KI wird mehr integriert in die Domains. Das heißt, in die einzelnen Anwendungsgebiete. Sie werden fachspezifischer, es gibt technische Assistenzen statt nur Plauderei und die Integration von Agenten in Arbeits- und Forschungsumgebungen wird uns helfen, vielleicht nicht 10-mal schneller, aber doch mit mehr Menschen zusammen das notwendige Wissen zu bekommen, das wir brauchen, um die Energiewende zu gestalten. KI ist also kein Selbstzweck, aber richtig eingesetzt kann sie Menschen mit Wissen individuell versorgen und Akteure können so aktiv an der Energietransformation teilnehmen.